Ja, ich bin alt und trotzdem habe ich mir ein Spielzeug gekauft. Ich wünsche viel Spaß bei Sascha auf LKW-Tour. Da steht ein Hubschrauber. Ach du Scheiße. Steht der da, weil der Probleme hat oder was? Haben sie den jetzt so aus dem Karren geholt, den Fahrer oder was? Ist das ätzend. Oh, ist das alles eine Scheiße, ey. Ist das alles eine Scheiße. Herzinfarkt am Steuer oder so. Kannst du froh sein, wenn du den Karren noch am Seitenstreifen zum Stehen kriegst. Echt. Da haben sie schöne Rettungsgasse gebildet und von hinten kommt nichts. Nee, kam ja auch von oben. Er fährt 125, das bedeutet, der Mercedes schleicht da in der Mitte mit 110 oder sowas rum. Jetzt gibt der Mercedes Gas, offensichtlich, weil er nicht rechts überholt werden will. Ist das eine Schweinebacke? So eine Schweinebacke. Fahr gefälligst rechts, ey. Alle rechts, immer rechts, 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 rechts. Mercedes fährt auch immer weiter. Es ist alles frei. Ne? Alles ist frei. Arschgeigen. Jetzt kommt er nicht wieder mit, damit dass die rechte Spur kaputt ist. Hallo? Die ist tadellos in Schuss hier. Ich habe Ihnen eine Liste der offiziell genehmigten Dinge geschickt. Ich für meinen Teil freue mich auf den Tag, an dem ich diese Zelle hinter mir fast die Hälfte meines Lebens darin verbracht habe. Kerl. Wollt ihr mal wissen, wie enge das ist? So eng ist das. Oder sollte ich einfach nach hinten filmen? Auf der anderen Seite sieht es noch schlimmer aus. Auf meiner und auf der gegenüberliegenden Brücke herrscht 60 für LKW und 50 Meter Abstand. Ja, warum? Weil sie kaputt sind. Habt ihr das gesehen? Jetzt müssen die LKW, weil sie 50 Meter Abstand einhalten müssen, auch im Stau, müssen diese LKW jetzt hier anstehen wie die Blöden. Und einer nach dem anderen fährt über diese Brücke drüber, weil in Deutschland die Brücken sowas von im Arsch sind und diese hier anscheinend ganz schön. Das ist so traurig, ey.
Ja, so ist das. Und so stehen sich also alle hier die Räder eckig. Und es läuft halt nicht. Es läuft nicht, es läuft nicht, es läuft nicht. Es läuft nicht, es läuft nicht, es läuft nicht. Was das kostet? Jo, ich ziehe mir die Jacke aus, weil jetzt wird mir warm. Man hat was gemacht. So ist es. Dankeschön. Hier fahre ich kein Hermes. Hier fahre ich was anderes. Ich fahre auch meine Stahl-Metall-Büchsen nicht, diese großen Container, die Brücken, sondern ich fahre plane Brücken. Die sind nicht so ganz so stabil, ist klar, weil ist ja Plane gespannt, ist quasi nur so ein Aufbau. Sorry, geht gleich weiter. Jetzt wollte ich hier auf diesem engen Innenhof drehen und die Brücken sind mir aber zusammengeschlagen. Hinten da also zwischen Maschine und Anhänger sind mir die Brücken zusammengeschlagen. Und ich wollte jetzt diese fremden Brücken, die ich nicht kenne und so weiter und die nicht meine sind. Ich wollte sie nicht kaputt machen. Ich hatte keine Ahnung, bei meinen Hermesbüchsen hätte ich keine Angst gehabt, das können die ab. Die schlagen öfter mal gegeneinander, wenn es huckelig ist und so weiter. Wenn der Hof nicht gerade ist, dann passiert das gerne mal beim engen Wenden und so. Nun wollte ich, wie gesagt, wenden und habe es mich nicht getraut. Also bin ich diesen komischen Einfahrt rückwärts wieder hochgezirkelt. Und die Leute hier, die waren wunderbar nett, alles in Ordnung. Nette Leute, kann man nicht sagen. Sie sind sogar nach oben gegangen, als ich gesagt habe, ich sage, könnt ihr vielleicht oben gucken? Ich sage, ich drehe hier nicht um. Ne, und ja, dann sind die nach oben gegangen, haben den Verkehr angehalten und so, damit ich da wegkomme. Ist das geil oder ist das geil? Das ist geil. Macht's gut, danke. Alter, haben die einen scheiß Job, ey. Haben die einen scheiß Job. Den verfickten scheiß Job, ey. Ja, die laufen mit ihren Schildern, ihren Straßenschildern da von ganz rechts über 3 Spuren auf einer total übervollen Autobahn hier. Laufen die über die Straße und müssen da auf der Mittelleitplanke da ihre scheiß Schilder aufstellen, ey. Alter, ist das ein scheiß Job oder ist das ein scheiß Job? Das ist doch ätzend, ey. Riskieren ihr Leben da für uns und dann kriegen sie noch die leeren Dosen oder Flaschen an den Kopf geschmissen in den Baustellen, weil die Leute angepisst sind, dass Baustelle ist. Also das ist eine Frechheit, ey. Den Leuten sollte man die Rübe runterreißen, ganz ehrlich. Die haben kein Recht zu leben. So eine arroganten, ignoranten Wichser haben kein Recht zu leben, ehrlich. So eine... Ach, scheiß Missgeburten, ehrlich. Baustelle, rechte Spur fällt weg. Rechte Spur fällt weg. Jo, und das ist aber nicht viel, also müsste es relativ schnell durch sein. Okay, danke, dann wünsche ich doch noch eine schöne Woche. Ich komme von Osnabrück runter, dann bist du in Grünland, ne? Danke. Wissenschaftler auf der ganzen Welt sich für die Wirkung von Umwelthormonen auf den Menschen Das Ganze war nur ein weiteres Beispiel für die Grenzen der Wissenschaft an der Ghetto gedacht hat. Dennoch hatte die Geschichte in ihm eine gewisse Abneigung gegen seinen Vater geweckt. Du hast aber einen tollen Blinker. Dass das jetzt nicht geknallt hat, das ist ein Wunder. Also fahr doch bitte rechts, ey. Guck dir das doch an. Es ist so eine schmale Baustelle hier und dann kannst du nicht fahren, oder was? Oh, Buschi, ganz im Ernst. Mensch, dann fahr doch da hin. Aua, jetzt hab ich mir auf die Zunge gebissen. Fahr doch dahinter, du Idiotin. Lass doch die anderen mal vorbei. Hier fahren 10 Millionen Autos hinter dir her. Vielleicht sind es schon 11 Millionen. Ich weiß es nicht. Das
ist doch nicht normal, Mensch. Oh, ist die doof. Ja, blink mal. Steht hier irgendwo ein Schild, dass du nicht nach rechts darfst, oder was? Oh. Vor allem ist da so viel Platz. Jetzt ist es doch so viel Platz. Sie hat so ein kurzes Auto. Ich meine schmal. Das ist doch nicht normal. Da soll es ruhig bleiben, weißt du? Oh, jetzt. Oh, oh. Oh, jetzt kommt's. Oh. Oh Gott, oh Gott. Ich fiebere mit. Wird sie es schaffen? Todesmutig. Todesmutig. Oh Mann, ey. Jetzt kommt er her. Jetzt macht die das gleich wieder. Da vorne ist er noch. Ich kann sie schon sehen. Da ist er noch. Mit dem weißen Häubchen auf dem Dach kann man das ja sehr gut erkennen. Warum bremsen jetzt alle? Jo, da vorne fährt sie wieder. Hält schon wieder alles auf. Gott, ist die blöd. Die ist so blöd, Mann. Unglaublich, ey. Das ist ja auch eine der Generationen, wo die Schaukel zu nah an der Hauswand standen. Ui, pst, ui, pst, ui, pst. Ja, ist klar.